Herzlich willkommen zur 4. Session der Focus Week zum Thema integrierte Anforderungen und Audit Management. In diesem Vortrag geht es darum, wie Adobe GRC die Aufgaben der Third Line of Defense unterstützt. Wir schauen uns an, wie Sie erfolgreich die Revisionsplanung, Prüfung und Maßnahmenverfolgung mit einem integrierten Ansatz umsetzen können. Dazu habe ich mir natürlich fachliche Unterstützung geholt. Kurz zu mir, mein Name ist Nadine Bräunling, ich bin der Host der heutigen Session. Den Vortrag selbst wird heute Thomas Müllner halten. Er ist Senior Management Consultant bei der BEC Group und Experte im Gebiet GRC. Vielen Dank, Nadine, für die einleitenden Worte. Ich habe nun das große Vergnügen, Ihnen in den nächsten Minuten unsere Lösung für die interne Revision mit unserem Produkt Adobe GRC vorzustellen. Beginnen möchte ich meine Präsentation mit einem Zitat für die Definition der internen Revision gemäß dem internationalen Standard für die berufliche Praxis der Revision, dass sich eben die Revision versteht als Prüfungs- oder Beratungsdienstleister im Unternehmen, um die Geschäftsprozesse einerseits zu verbessern und um gemäß der aktuellen Fassung auch ein Augenmerk auf die Effektivität des Risikomanagements, des internen Kontrollsystems sowie der Führungs- und Überwachungsprozesse zu richten. Und das haben wir uns als Mission genommen, als Grundlage für die Umsetzungen, die wir für die interne Revision gemacht haben, sodass eben dieser Selbstanspruch der Revision auch Genüge getan werden kann. Wir sind ja Verfechter des integrierten Managements und so verstehen wir die interne Revision als nicht allein auf weiter Flur, sondern als wichtigen Baustein im Rahmen des unternehmensweiten Governance-Systems. Und hier folgen wir ein wenig dem Slogan von 1 + 1 = 3. Und das abgeleitet von dem Zitat, dass das Ganze mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Und so verstehen wir auch, dass die interne Revision mit all den anderen Teilen des integrierten GRC im Zusammenspiel einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet, einen Mehrwert im Vergleich dazu, als würde sich die Revision als isolierte Einheit verstehen, die nicht interagiert mit der sogenannten Second oder First Line of Defense. Und so verstehen wir auch die interne Revision als Teil des sogenannten integrierten GRCs, das wir mit dem Best Practice Ansatz der Three Lines of Defense verstehen. Das heißt, hier dargestellt sehen wir die First, Second und Third Line of Defense als integrierte Bestandteile. Das heißt, es gibt hier, wie es auch in der neuen Fassung dieses Best Practice Modells angeführt wird, es sind hier keine Grenzen zwischen diesen sogenannten Verteidigungslinien, sondern es ist eine Zusammenarbeit, eine Kollaboration in der vertikalen und gemäß in der horizontalen Integration. Und man sieht es hier, die interne Revision als dritte Verteidigungslinie umfasst ja alles. Umfasst die verschiedenen Governance-Systeme, die sich um Risikomanagement, um IKS, um Compliance-Management, um Prozessmanagement, um Qualitätsmanagement, um Security Management kümmert. Alles das in Kombination mit den Unternehmensassets, die in der First Line of Defense gemanagt werden, das alles ist quasi so im Spektrum der internen Revision, wo eben diese Prüf- und Beratungsleistungen von der internen Revision erbracht werden können. Unsere Lösung basiert auf den mit Fokus zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Prozesse der internen Revision. Das heißt, die Prozesse, die hier rund um dieses sogenannte Audit Universe abgebildet sind, bedeuten, dass das Audit Universe erstellt werden soll. Es soll risikoorientiert geplant werden. Die einzelnen Prüfungen sollen durchgeführt werden. Es sollen die Findings, Feststellungen analysiert werden, berichtet und auch nachverfolgt werden in dem Sinne, dass abgeleitete Maßnahmen dieser Revisionsprüfungstätigkeiten auch entsprechend getrackt werden können. Der Kern von dieser Darstellung umfasst eben die verschiedenen Kreissegmente, dargestellte Elemente wie Produkte, Prozesse, Dienstleistungen, IT-Applikationen, Organisationseinheiten. Alle diese, wir nennen sie Unternehmensassets oder Unternehmensartefakte, machen das sogenannte Audit Universe aus. Das Audit Universe ist alles, was den digitalen Zwilling des Unternehmens ausmachen. Das ist die Abbildung der Realität mit den verschiedenen unterschiedlichen Artefakten.
Daten, Prozesse, IT-Anwendungen, Verarbeitungstätigkeiten gemäß der Datenschutzgrundverordnung, alles das sind Bestandteile des Audit Universe, in dem man dann eine risikoorientierte Prüfplanung vornimmt, um eben zu priorisieren, abzuleiten, an welchen Stellen lege ich denn in dem oder in dem Prüfungsjahr meinen Prüfungsschwerpunkt. Und das ist dann eben auch hier der Kern dieser Abbildung, dass das Audit Universe, die Prüfungen und die Maßnahmen Hand in Hand gehen, um hier eben einerseits diese Integration sicherzustellen und um hier auch diese Prüfungen und Maßnahmen aus den verschiedenen Blickwinkeln zu unterstützen. Einerseits aus dem Blickwinkel von der Revision, aber andererseits auch aus dem Blickwinkel der Asset-Verantwortlichen. Welche Use Cases unterstützen wir oder mit welchen Möglichkeiten möchten wir hier die Tätigkeit der Revision unterstützen und vielleicht noch eine Spur effizienter zu gestalten? Wie schon angesprochen, möchten wir unterstützen, das sogenannte Audit Universe abzubilden, zu strukturieren, um auf Basis einer Prüfplanung Prüfungsobjekte zu erstellen. Diese Prüfungsobjekte sollen bewertet werden mit dem Stichwort der risikoorientierten Prüfplanung, die wie mehrjährig oder einjährig vonstatten gehen kann, um hier eben, wie gesagt, die knappen Ressourcen der internen Revision zielgerichtet und fokussiert einsetzen zu können. Diese Prüfungen, die sich im Rahmen eines solchen Prüfungsplans ergeben, müssen natürlich geplant werden, vorbereitet und nicht zuletzt auch durchgeführt werden. Seien es geplante Prüfungen im Prüfungsplan, seien es Ad-Hoc-Prüfungen, die vielleicht unterjährig als Auftrag an die interne Revision gerichtet wurden. Im Rahmen dieser Prüfungen kann es zu Prüfungsfeststellungen kommen, die analysiert und zusammengefasst werden und auch natürlich mit Maßnahmen versehen werden können. Diese Maßnahmen, die sich aus diesen Prüfungen ergeben, können natürlich dann eine bestimmte Dauer benötigen, beziehungsweise hat man hier auch dann die Möglichkeit, den Maßnahmenverantwortlichen Workflow-gestützte Unterstützung zu bieten, damit hier auch keine Maßnahme vergessen wird und mit Hilfe dieser Workflow-Unterstützung auch jederzeit für jeden der aktuelle Status dieser Maßnahmenumsetzung abgerufen werden kann. Und diese jederzeitige Verfolgung der Maßnahmen soll eben hier auch eine Unterstützung durch AutoGRC ermöglicht werden, sodass man eben hier jederzeit von jeder Stelle aus, ob es der Asset-Verantwortliche oder der Prüfer von der internen Revision, hier, dass er jederzeit Einsicht hat, wie gut oder schlecht es mit den einzelnen Maßnahmen geht. Ein paar wenige Worte zum Kontext der internen Revision bzw. der Prüfungen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die sogenannten Unternehmensassets, die in Summe das Audit Universe abbilden. Hier beispielhaft dargestellt ein Asset wie ein Geschäftsprozess oder eine Organisationseinheit. Das kann noch erweitert werden auf IT-Systeme, auf technische Ressourcen, auf Anlagen etc. Diese sind Ausgangspunkt oder Verankerungsmöglichkeiten für die Prüfungen, für die Prüfungspläne beziehungsweise auch der abgeleiteten Maßnahmen, die man in den Prüfungen definiert hat. Und diese Maßnahmen wiederum sind es, die auf bestimmte Unternehmensassets wieder eine verbessernde Wirkung hat. Das heißt, ich habe dann wieder die Möglichkeit bei Maßnahmen, Geschäftsprozesse, IT-Systeme, Dokumente, Organisationseinheiten, technische Anlagen als betroffene Objekte, betroffene Assets zu definieren, die durch die Maßnahme verbessert werden sollen. Und im Rahmen dieser groben Architektur haben wir uns ein paar Funktionen überlegt, die es eben im Rahmen der Prüfungsplanung, Prüfungsdurchführung, Maßnahmenverfolgung braucht, um hier eben im Rahmen dieser verschiedenen Prozesse der internen Revision eine gute Unterstützung für die Revisoren bzw. die Maßnahmenverantwortlichen zu bieten. Die Funktionen, die Sie hier unten sehen, möchte ich jetzt gerne anhand dieser Prozesse der internen Revision vorstellen und im Zuge dessen auch die involvierten Stakeholder und deren Unterstützung durch AutoGRC kurz vorstellen. Wenn wir uns den ersten beiden Phasen widmen, das heißt der Erstellung des Audit Universe und der risikoorientierten Planung, so sind hier vor allem der Leiter der Revision und die Geschäftsleitung oder der Vorstand involviert, die hier
einerseits Revisionsaufträge erteilen, einen Prüfplan erstellen oder dann diesen Prüfplan schlussendlich freigeben. Welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten wir in dieser Phase der Planung des Prüfplans? Einerseits ermöglichen wir die Strukturierung des Audit Universe mit Hilfe unseres Repository-Konzepts in AutoGRC. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, Unternehmensassets unterschiedlicher Typen zu katalogisieren, zu strukturieren, damit ich diese nicht nur fürs Prozessmanagement, Qualitätsmanagement etc. zur Verfügung habe, sondern dass ich diese selben Elemente genauso gut im Rahmen meines Audit Universe verwenden kann. Es geht dann weiter über die Bewertung der Prüfobjekte bis hin zur finalen Erstellung des Prüfplans. Im Tool selbst kann das mit folgender Darstellung durchgeführt werden. Sie sehen hier in den Zeilen die einzelnen Unternehmensassets, die eben Teil des Audit Universe sind. In den Spalten dargestellt die einzelnen Prüfungsfelder. Und in der Zelle, wo sich eben das Prüfungsfeld, das Prüfungsthema mit dem Unternehmensasset trifft, wird die sogenannte risikoorientierte Prüfplanung vorgenommen. Das heißt, das Prüfthema wird im Kontext des Unternehmensasset, hier dargestellt als Organisationseinheit, nach verschiedenen Parametern evaluiert. Zum Beispiel gibt es einen Bedarf nach der Prüfung auf Basis von Kennzahlen betriebswirtschaftlicher Natur zum Beispiel? Oder welche Prüfungen haben denn an der Stelle zu dem Thema in den letzten 2 Jahren stattgefunden? Wie schaut es denn mit einem Ist- und Soll-Reifegrad aus? Beziehungsweise kann ich dann diese so ermittelte Themenpriorität auch noch subjektiv erhöhen oder reduzieren, sodass ich dann schlussendlich, nachdem ich diese einzelnen Zellen dieser Prüfplanung durchgeführt habe, einen Überblick bekomme, wo hätte ich den Handlungsbedarf, um Prüfungen abzuleiten. In dem Sinne, Rot würde hier einen hohen Prüfungsbedarf ergeben, Gelb einen mittleren, Grün einen niedrigeren, der hier eben dann auch, wo hier dann auch schon der abgeleitet werden kann, wo sollte ich denn hier meinen Prüffokus im nächsten Prüfplan legen. Diesen Prüfplan kann ich dann, wenn ich hier diese risikoorientierte Prüfplanung abgeleitet habe, sehr schön auch als Gantt-Darstellung erstellen. Das heißt, ich kann von einem Prüfplan ausgehend mittels einer Gantt-Visualisierung die einzelnen Prüfungen, die zu diesem Prüfplan gehören, visualisieren, in dem Sinne, dass ich hier auch schon einen groben zeitlichen Plan bei den einzelnen Prüfungen hinterlege, ohne die noch im Detail geprüft zu haben. Aber das wäre sozusagen der grobe Prüfplan, mit dem der Leiter der Revision auf die Geschäftsleitung zugehen kann, um sich diesen Prüfplan absegnen zu lassen, beziehungsweise um hier vielleicht noch weitere Prüfungen aufzunehmen, um diese durchzuführen. Das heißt, das wäre sozusagen der Funktionsumfang für die ersten beiden Phasen der Erstellung des Audit Universe beziehungsweise der risikoorientierten Prüfplanung. In den nächsten beiden Prozessschritten geht es dann darum, dass vor allem dann die Kollegen der internen Revision, sprich die Prüfer, wie auch dann die geprüften Organisationseinheiten oder Asset-Verantwortlichen dann gemeinsam die einzelnen Prüfungen detailliert planen, durchführen und die Ergebnisse auch dann entsprechend analysieren. Welche Unterstützung bieten wir durch AutoGRC an dieser Stelle? Wir unterstützen natürlich die Planung der einzelnen Prüfungen, das kombiniert mit personalisierten Dashboards, mit der Dokumentation der Feststellungen, die im Rahmen der Prüfungen gemacht worden sind. Ich kann natürlich einen Prüfungsbericht erstellen und ich kann die verschiedenen Prüfungen, die im Jahr so stattfinden, auch entsprechend überwachen und monitoren im Sinne des Fortschritts der Prüfungen. Wenn wir uns auf die Planung der Prüfung konzentrieren, so wäre das die Eingabemaske für eine einzelne Prüfung, die es hier erlaubt, unterschiedliche Parameter für die Revisionsprüfung einzugeben. Das ist technisch gesprochen dieselbe Eingabemaske, wie wir es auch für die internen Audits anbieten. Das heißt, man sieht auch hier, und das beweist sich in der Praxis, dass technisch dieselben Möglichkeiten, dieselben Mittel herangezogen werden können, um einerseits den Anspruch der internen Audits aus den verschiedenen Managementsystemen zu erfüllen und gleichzeitig kann ich damit auch die Anforderungen an die Prüfplanung der internen Revision erfüllen. Und welche Parameter wir hier haben, um diese Prüfung zu erstellen, sind zum Beispiel der Start, das Ende der Prüfung.
Welche sind die Unternehmensassets, die Unternehmensbereiche, die geprüft werden sollen? Es könnten hier noch detaillierter die Geschäftsprozesse betrachtet werden. Was sind die Prüfungsgegenstände, was sind die Prüfthemen, die hier im Rahmen dieser einzelnen Prüfung bezogen auf diese Organisationseinheit oder den Geschäftsprozess gegenständlich sind? Gibt es referenzierte weiterführende Informationen, könnten die hier genauso hinterlegt werden, genauso wie eine zeitliche Planung, wer wann zu welchem Thema mit wem spricht. Das kann alles im ADO-GRC mit Hilfe dieser Planung der Revisionsprüfung vorgenommen werden. Diese Planung kann dann schlussendlich auch in einem Excel-basierten Report erstellt werden, der auch dann an die Betroffenen verantwortlich ermittelt werden kann, beziehungsweise wenn externe Parteien involviert sind, gerne auch diese übermittelt werden können. Sind diese Prüfungen geplant, kann man dann im nächsten Schritt auch an die Umsetzung und auch an das Monitoring denken. Hier soll beispielhaft angesprochen werden, dass wir hier natürlich auch mit Business Intelligence Lösungen, wie hier beispielhaft Power BI dargestellt wird, arbeiten können. Das heißt, dass einerseits das Monitoring im ADO-GRC erfolgen kann, beziehungsweise dass wir uns natürlich auch mittels Online-Schnittstellen nach außen bewegen, wo auch mittels Analysewerkzeugen hier auch eine sehr schöne Lösung für das Monitoring der Audits realisiert worden ist. Die Durchführung der Prüfungen selbst beziehungsweise speziell die Ergebnisse, die können dann natürlich wieder im Toolkit selbst hinterlegt werden. Das heißt, jede Feststellung, die in der Prüfung gemacht worden ist, das heißt, welche Probleme wurden erkannt, welche Verfehlungen, welche Sofortmaßnahmen müssten denn ergriffen werden, um Umstände zu verbessern. Das alles sind Themen, die hier in dieser Audit-Ergebnistabelle festgehalten werden können, wo ich sagen kann, welche betroffenen Organisationseinheiten sind hier relevant, welche Maßnahmen werden empfohlen, welchen Status hat diese Feststellung, welche Priorität und vielleicht auch mit welchem Risiko ist denn diese Feststellung verbunden. Das heißt, wenn hier Gefahr im Verzug ist für Leib und Leben oder für die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens, kann das bei dieser Feststellung sofort angeführt werden, um eben hier auch die Priorität dieser Feststellung transparent darzustellen. Es kann noch weiter ein Protokoll für diese Prüfung hinterlegt werden, der sogenannte Prüfbericht. Es kann eine Zusammenfassung in textueller Art verfasst werden und es kann eine Follow-up-Prüfung hinterlegt werden, in dem Sinne, dass der Revisor mit der betroffenen Organisationseinheit vereinbart, dass man in einem halben Jahr, in einem Jahr mit einer wiederholten Revisionsprüfung in der Organisationseinheit vorstellig wird, um eben hier bestimmte Hochrisikofeststellungen nochmals zu überprüfen. Natürlich können diese Ergebnisse dann auch wieder in einem Excel-basierten Report den verschiedenen Ansprechpartnern zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise auch an betroffene Externe übergeben werden. Mit diesen Feststellungen ist aber unsere Unterstützung noch nicht zu Ende. Wir möchten natürlich auch die vollständigen Revisionsprozesse unterstützen und somit kommen wir dann zu den nächsten zwei Prozessen, wo es eben darum geht, dass hier mit den Maßnahmen gearbeitet wird. Das heißt, die Maßnahmen definiert werden, die Maßnahmen umgesetzt werden und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen überprüft werden kann. Wer sind hier die involvierten Stakeholder? Einerseits sind das die Mitarbeiter der Revision, die Revisionsprüfer. Es sind die Verantwortlichen der Organisationseinheit relevant, die eben zumindest als Ergebnisverantwortliche für die Maßnahmen definiert werden. Es sind die Maßnahmenverantwortlichen festzulegen, die für die Maßnahmenumsetzung die Verantwortung tragen und die Geschäftsleitung, dass diese hier auch regelmäßig über den Status der Maßnahmen informiert wird, beziehungsweise jederzeit eine Möglichkeit hat, sich über den Status der Maßnahmen selbst ein Bild zu machen. Welche technischen Funktionen oder Möglichkeiten haben wir uns dazu überlegt? Natürlich personalisierte Dashboards für die verschiedenen Stakeholder, natürlich eine Workflow-Unterstützung für die Maßnahmenrückmeldung, verschiedenste Auswertungsmöglichkeiten, die eben das Monitoring dieser Umsetzungsmaßnahmen ermöglicht. Denn die Feststellung ist das eine, die Behebung dieser Feststellung oder dieses Mangels, das ist natürlich dann schlussendlich das, worum es sich dreht, das, worauf es ankommt, damit man hier eben einen bestimmten Sachverhalt verbessert. Dazu gibt es eben die Möglichkeit, auf Basis der
Prüfungen und auf Basis der Feststellungen, die in den Prüfungen eingetragen worden sind, Maßnahmen zu definieren, die man wiederum einerseits in einem solchen Maßnahmen-Dashboard abbilden kann, welches gedacht ist für den Leiter der Revision bzw. die Mitarbeiter in der internen Revision. Dieses Dashboard hat einerseits eine Tabelle für alle Maßnahmen, die sich aus den verschiedenen Prüfthemen ergeben haben, wo ich in dieser Tabelle auch filtern kann. Und zum anderen haben wir unterhalb 3 Kreisdiagramme platziert, die jeweils die Maßnahmen des aktuellen und der beiden Jahre zuvor darstellen, mit der Information, wie groß der Anteil der umgesetzten Maßnahmen, der fälligen bzw. der überfälligen Maßnahme ist. Das heißt, man kann hier sehen, beispielsweise in die Maßnahmen, die im Jahr 2019 festgelegt worden sind, sind ein Viertel mehr als 12 Monate überfällig. Das heißt, ÜF12 steht, Maßnahmen sind 12 Monate oder länger überfällig. Das heißt, das geplante Maßnahmenende ist 12 Monate oder länger in der Vergangenheit. Und hier gibt es natürlich dann auch einen akuten Handlungsbedarf. Denn dann muss man natürlich auch als Revisor eine Erbringung der Maßnahme einfordern, damit hier eben eine bestimmte Feststellung, warum es ja auch diese Maßnahme gibt, entsprechend behandelt werden kann. Eine weitere Möglichkeit der Maßnahmenverfolgung wäre, wie angesprochen, wieder mit weiteren Business Intelligence Lösungen möglich, wo eben aus Sicht des Revisors oder aus Sicht der Organisationseinheit ein Überblick der Maßnahmen gemacht werden kann. Ich kann den durchschnittlichen Fertigstellungsgrad betrachten. Ich kann mir eine Statusübersicht der Maßnahmen ableiten lassen, sodass ich hier auch mit dieser Menge an Maßnahmen sehr schöne Auswertungen machen kann. Noch ein kleiner Exkurs zum Thema der Maßnahmen. Die Maßnahmen sind jetzt nicht nur unbedingt mit Hilfe oder auf Basis von Prüfungen ableitbar. Natürlich kann ich das Element der Maßnahme in ADOT GRC an der Prüfung festmachen, die wir gerade diskutiert haben, aber genauso gut steht dieses Element der Maßnahme für alle anderen Themenverantwortlichen oder Asset-Verantwortlichen zur Verfügung. Das heißt, Maßnahmen kann ich an Prüfungen festmachen, aber nicht nur. Das heißt, ich kann Maßnahmen festmachen, Geschäftsprozessen, an Risiken, an Kontrollen, an Kontrollzielen im Sinne von regulatorischen Vorgaben. Das heißt, die Maßnahme ist so etwas wie ein bisschen ein Freigeist, der an fast allen Stellen im Bereich von ADOT GRC festgemacht werden kann, um hier Verbesserungen zutage zu fördern. Verbesserungen wiederum in verschiedenen Arten von Unternehmensartefakten. Das können wiederum Geschäftsprozesse sein, Verbesserungen in IT-Systemen, Verbesserungen in Richtlinien, Verbesserungen in Mitarbeiterschulungen. Das heißt, mit dem Element der Maßnahme soll einerseits ermöglicht werden, dass ich Feststellungen von Prüfungen bewirtschaften kann, beziehungsweise auch alle anderen Arten von Verbesserungen realisieren kann. Und dazu haben wir uns eben auch ein paar Funktionen überlegt, sodass wir hier die Maßnahme auch noch sehr stark tooltechnisch unterstützen können. Zum Beispiel mit einer solchen personalisierten Dashboard-Funktion, wo hier der Verantwortliche oder der Auftraggeber, beispielsweise im Sinne der Revision, einen Überblick bekommt, wie steht es denn mit den Maßnahmen, mit denen ich verbunden bin, weil ich Maßnahmenverantwortlicher bin oder weil ich Revisor bin, der eine Maßnahme beauftragt hat, oder weil ich Prozessverantwortlicher bin, der sich selbst eine Maßnahme auferlegt hat. Woher die Maßnahme stammt, sprich die Ursache, kann hier aus dieser Spalte entnommen werden. Das kann, wie man hier sieht, eine oder durchaus auch mehrere Ursachen haben. Ich sehe hier auch einen aktuellen Fertigstellungsgrad. Ich sehe hier auch eine Übersicht, wann sind denn die Maßnahmen gestartet worden, wann ist denn der geplante Endtermin, mit welchen Kosten oder Aufwänden sind denn diese Maßnahmen verbunden. Das alles sind Informationen, die ich aus diesem Dashboard sofort ableiten kann. Das heißt, im Unterschied zu dem Dashboard vom Revisionsleiter ist das eine personalisierte Sicht für alle Maßnahmen, die mich direkt betreffen. Für die Maßnahme im Detail haben wir eine solche Business Insight Darstellung realisiert, in der wir linker Hand bei der Maßnahme erkennen können, woher stammt denn die Maßnahme, aus welchem Unternehmensasset ergab sich denn der Bedarf der Maßnahme, das kann ein Prozess sein oder wie hier dargestellt eine Prüfung, und auf welche Unternehmensartefakte hat denn diese Maßnahme eine positive Auswirkung,
Das kann ein Geschäftsprozess sein, beziehungsweise sieht man hier auch ein Dokument abgebildet. Der Fortschritt der Maßnahme, der Fertigstellungsgrad der Maßnahme kann unterhalb auf dieser Zeitleiste abgelesen werden, wie auch linker Hand der Fertigstellungsgrad der Maßnahme, wie er sich aktuell darstellt. Für den Maßnahmenverantwortlichen besteht hier eine einfache Möglichkeit, mit Hilfe dieser Eingabemaske laufend, erinnert durch den Workflow, den aktuellen Zustand einzutragen. Das heißt, in einem gewünschten Intervall, beispielsweise monatlich, wird von den Maßnahmenverantwortlichen gefordert, hier einen aktuellen Zustand der Maßnahme einzutragen. Hier trägt der Maßnahmenverantwortliche beispielsweise einen höheren Fertigstellungsgrad ein, beziehungsweise gibt eine subjektive Einschätzung, wie es der Maßnahme geht, ab, beziehungsweise besteht für den Maßnahmenverantwortlichen hier, wenn man sieht, auch noch die Möglichkeit festzulegen, welche Unternehmensartefakte werden denn durch diese Maßnahme verbessert. Und dieser Eintrag, diese Information wird dann sofort in dieser Insight-Darstellung visualisiert und das ist sozusagen die einfache Tätigkeit für den Maßnahmenverantwortlichen, nachdem er das E-Mail bekommt mit der Aufforderung der Maßnahmenrückmeldung, dass er hier dem Link im E-Mail folgt, rechts oben auf den Button klickt, Status einmelden, diese Anmeldemaske befüllt und auf Rückmelden klickt. Das ist sozusagen die Tätigkeit, die wir von den Maßnahmenverantwortlichen vorsehen, damit er hier sehr schnell auch den Status rückmeldet, den sich dann die Revisionsprüfer, der Leiter der Revision, die Geschäftsleitung jederzeit abrufen kann. Für Revisionsmaßnahmen gibt es natürlich spezielle Schutz- oder Sicherungsmechanismen, sodass diese auch tatsächlich nur von den betroffenen Personen, sprich dem Maßnahmenverantwortlichen, dem Leiter der betroffenen Organheit bzw. der Revisionsmitarbeiter eingesehen werden können und sonst niemand. Mit dieser Funktion möchte ich nochmal eine Übersicht dieser Anwendungsfälle darstellen, die wir eben für diese Prozesse der internen Revision realisiert haben. Das heißt, zusammengefasst, nochmal zur Wiederholung, besteht die Möglichkeit, das Audit Universe abzubilden, zu strukturieren, eine risikoorientierte Prüfplanung vorzunehmen, um eben die knappen Ressourcen der internen Revision zielgerichtet einzusetzen. Diese zielgerichtete Einsetzung oder der zielgerichtete Einsatz ist eben im Sinne der Prüfplanung im nächsten Schritt vorzunehmen, wo ich die einzelnen Prüfaufträge abbilde mit Verantwortlichkeiten, mit zeitlichem Kontext, mit Prüfgegenständen, mit Prüfthemen. Die Erkenntnisse aus diesen Prüftätigkeiten werden dann eben auch in dem Tool festgehalten, wo dann zu der jeweiligen Feststellung ein oder mehrere Maßnahmen definiert werden können, die schlussendlich dann Workflow-gestützt umgesetzt werden können, wo schlussendlich dann im Rahmen der Nachverfolgung und Überprüfung auch durch den Revisor typischerweise eine Wirksamkeitsprüfung stattfinden kann, um die Maßnahme abzuschließen oder wieder in Bearbeitung zu setzen. Und damit hat sich auch in der Praxis erwiesen, ist es eine schöne Unterstützung der internen Revision, um hier auch integriert mit ADO GRC neben den Stakeholdern des Risikomanagements, des CKS, des Compliance Managements eben auch die interne Revision im Sinne der Third Line of Defense zu unterstützen. Und mit diesen Worten möchte ich wieder zurückgeben an Nadine, die Sie noch mit weiteren Informationen versorgen wird. Vielen, vielen Dank, Thomas. Wenn nun auch Sie all diese Vorteile des integrierten Ansatzes von ADO GRC nutzen möchten, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um aktiv zu werden. Alle, die ADO GRC noch nicht kennen und vielleicht einfach mal kennenlernen möchten, können sich gerne auf unserer Website anschauen, was ADO GRC überhaupt mitbringt und gerne zeigen wir Ihnen das auch in einer persönlichen Demo. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank auch nochmal an dich, Thomas. Sehr gerne. Dankeschön. Dann bleiben Sie gesund und bis bald.